wie unsere Bindungsstile eine Protestpolka auslösen können und wir durch neue Erfahrungen Liebe zum Tanzen lernen. Sue Johnson, Begründerin der EFT-Therapie, spricht oft über Liebesbeziehungen als einen Tanz, wobei Emotionen die Musik sind, worauf die Partner tanzen. Wenn Paare sich in ein negatives Muster verfangen, ist das meistens eine Protestpolka. Eine typische Protestpolka kann in einer Liebesbeziehung zwischen jemandem, der eher Emotionen vermeidet, und jemandem, der nicht ohne Empathie und Mitgefühl kann, entstehen. Zum Beispiel, wenn ein Partner mehr zu einem unsicher vermeidenden und der andere mehr zu einem unsicher ambivalenten Bindungsstil tendiert. Wenn wir eher einen unsicher ambivalenten Bindungsstil haben, machen Momente von Trennung oder gefühlter Distanz uns wirklich zu schaffen. Wir suchen Nähe, aber es macht uns gleichzeitig Angst, uns bei unserem geliebten Menschen verletzlich zu zeigen. Wenn etwas, was unser Partner tut oder sagt, uns unsicher macht, fühlen wir uns schnell unwichtig und nicht liebenswert. Wir befürchten, dass unsere Bedürfnisse nach Zuneigung und Verbundenheit nicht ausreichend erfüllt werden. Dies motiviert uns, hyperaktivierende Strategien anzuwenden. Wir versuchen, die emotionale Temperatur hochzudrehen und damit die Nähe und die Unterstützung unseres Lieblingsmenschen zu erreichen. Wenn wir spüren, dass wir von ihm nicht wahrgenommen werden, macht uns das verzweifelt und wütend. Wenn wir eher zu einem unsicher vermeidenden Bindungsstil tendieren, fokussieren wir meist auf das, was zu erledigen ist. Wir scheinen nicht leicht die Fassung zu verlieren. Streit fühlt sich für uns schlimm an, daher vermeiden wir diesen. Wir sind besorgt über die Wahrung einer ausreichenden Unabhängigkeit und Autonomie. Dies motiviert uns, hypoaktivierende Strategien anzuwenden. Wir versuchen, die emotionale Temperatur runterzudrehen, zum Beispiel durch Beschwichtigen oder die Notwendigkeit von Mitgefühl zu leugnen. Wenn etwas, was unser Partner tut, uns unsicher macht, fühlen wir uns oft wie jemand, der nie genug ist und nichts richtig machen kann, obwohl wir uns doch so bemühen. Momente von Trennung und Distanz fallen uns leicht. Manchmal machen wir uns Gedanken, ob wir unsere Geliebte wirklich glücklich machen können. Die Protestpolka hat nur wenige Schritte. Etwas, was ich tue oder sage, manchmal nur meine Körperhaltung oder Mimik, bringt dich aus deinem emotionalen Gleichgewicht. Einen Sekundenbruchteil spürst du Angst, dann wirst du steif und fängst an, sehr vernünftig zu reden. Durch deine steife und rationale Haltung fühle ich mich gleich nicht wichtig und liebenswert für dich. Ich drehe die emotionale Temperatur hoch und gehe auf dich zu. Du bekommst das Gefühl, es für mich wieder nicht richtig machen zu können. Du versuchst, die emotionale Temperatur runterzudrehen und sagst, sei doch vernünftig, beruhig dich. Oder du bist wieder hysterisch. Es macht mich verzweifelt und wütend und du ziehst dich zurück. Am Ende sind wir beide ratlos, hilflos und allein. Mit der Zeit tanzt die Protestpolka uns von der Tanzfläche. Unsere Liebe ist in Gefahr. Wie treten wir aus dieser Protestpolka heraus und kreieren aus ihr einen liebevolleren Tanz? Es hilft viel, wenn du weißt, welche deiner Moves mich aus meinem Gleichgewicht bringen. Wenn du neugierig bist, an welchen Stellen ich besonders verletzlich bin. Wenn einer von uns anfängt, seine oder ihre Balance zu verlieren, ist es wichtig, so viel wie möglich emotional präsent zu bleiben und mit unserer Empathie einander zu helfen, unser Gleichgewicht wiederzufinden, statt im Reflex anzugreifen oder uns zurückzuziehen. Es wäre großartig, wenn wir uns wirklich sicher sein könnten, dass, wenn einer von uns „Halt mich fest" ruft, der andere emotional da ist, um aufzufangen, zu umarmen und dafür zu sorgen, dass wir nicht am Boden landen. Wir sollten uns unsere alten Verletzungen in Ruhe anschauen, damit wir uns sicher fühlen können, einander nicht wieder so stark zu verletzen. Durch neue emotionale Erfahrungen kann sich unser Stil ändern. Nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit schon. Wir sind also kein Opfer unseres Bindungsstils und brauchen kein Opfer einer Protestpolka zu werden. Mehr darüber auf Lavi, EFT School of Love, www.lavi.de.